Leute, wir machen heute, du darfst es sagen, Schokobrötchen. Irgendwie passt es zum Schulstart, weil Schokobrötchen hatte ich immer in der Schule mit. Und ich erzähle euch noch was Witziges. Meine Freundin und ich, übrigens heute noch meine beste Freundin, haben uns in der Grundschule immer unsere Pausenbrote getauscht, weil die hatte immer, was hatte sie immer? Wurst? Genau, so eine Truthahnwurst. Und ich hatte halt immer entweder Schokobrötchen oder, was hatte ich? Philadelphia, glaube ich. Du hast wie gekauft gehabt, ne? Ja, klar. Meine Mama hat die nicht morgens selber gemacht. Gekauft schmecken nicht. Nee, also, ja, was heißt, die schmecken nicht. Selbstgemacht schmeckt einfach viel, viel besser. Und Hamza hat euch verrückt gemacht auf Instagram, weil ich die gemacht habe und die sind so fluffig. Kennt ihr diese Gebäcke, die ihr zusammenpresst und einfach wieder aufgehen? So sind die. Und jetzt will ich auch gar nicht lange drum herum schnattern. Ich habe hier meine Hand schon im Teig, also beziehungsweise im Mehl. Und ich gebe da direkt die Prise Salz dazu. Und die Trockenhefe. Ihr könnt auch frische Hefe nehmen, dann nehmt ihr einfach einen halben Würfel. Dann gebe ich schon mal Zucker mit dazu. Also die Zutaten findet ihr in der Infobox. Die Zutaten findet ihr definitiv in der Infobox. Ja, ich habe so Lust drauf. Und jetzt bilde ich hier eine Mulde, gebe da einmal die lauwarme Milch hinzu und die geschmolzene Butter. Habe ich in der Mikrowelle geschmolzen und etwas abkühlen lassen. Und jetzt mit den sauberen Patsche hinten rein und einfach zu einem Teig verkneten. Meine Lieben, ich habe den Teig jetzt hier auf der Arbeitsfläche geknetet. Ich brauche dafür überhaupt keine Küchenmaschine, weil das geht so schnell. In 2 Minuten oder 3 habt ihr schon so einen schönen Teig. Schaut mal, wie schön glatt die Oberfläche ist. Und jetzt müssen wir das Ganze gehen lassen, für 45 Minuten zugedeckt. Ich mache das so, es gibt bestimmte Hefeteige, da mache ich einfach die Schüssel voll mit ein bisschen Mehl, oben drüber ein bisschen Mehl. Der hier trocknet aber aus, wenn wir den nicht mit Öl oder mit Fett benetzen. Daher nehme ich Backtrennspray. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Öl aus der Flasche nehmen, aber das kann man halt besser dosieren. Einfach reinlegen, auf jeden Fall auf die Oberfläche nochmal Backtrennspray und jetzt, wie gesagt, zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. Und in 45 Minuten sehen wir uns wieder. So, der Teig ist schön aufgegangen, mindestens doppelt so dick ist er jetzt. Und jetzt nehmen wir ihn raus aus der Schüssel und das geht auch super einfach. Und jetzt kommt der, meiner Meinung nach, beste Teil. Jetzt nehmen wir uns unsere Schokotröpfchen, die sind backfest und die gebe ich hier einfach über den Teig. Und dann zügig einkneten, weil wir haben ja Handwärme. Echt so viel? Also ich übertreibe immer gerne ein bisschen. Okay. Schon zügig jetzt einarbeiten, weil wir haben ja Handwärme und wollen nicht, dass die Schokolade schmilzt. Nachdem ich das einige Sekunden ganz kurz eingearbeitet habe, nehme ich mir meine Teigkarte und steche mir hier aus dem großen Teigklumpen 10 kleine Teigrohlinge aus und diese Teigrohlinge dann ganz einfach zu Kugeln formen. Und jetzt so. tun wir das. Wow! Ja, wow! Was ist das denn für ein Backblech mit ausziehbaren Bügeln? Und total hochqualitativ. Ja, ein bisschen dreckig, aber es ist schlimm. Passiert. Das zeigt nur, dass wir das oft und gerne benutzen. Okay. Die Rede ist von meinem Backblech, aber in diesem Video will ich euch darüber nicht so viel erzählen, da kommt ein extra Video. Auf jeden Fall ein Produkt, auf das ich mega, mega stolz bin. Das belege ich jetzt mit Backpapier, dann sieht man mein wunderschönes Logo leider nicht mehr, aber ist nicht schlimm. Einmal mit Backpapier belegen und dann, so, das war jetzt ein bisschen laut, sorry, und dann einfach die Teigrohlinge drauflegen mit etwas Abstand und dann decken Warum wir, Abstand? weil sie noch etwas aufgehen werden. Das stimmt, die werden größer. Genau, die werden größer und dann decke ich sie ab und lasse sie noch mal 20 Minuten gehen. Also ich frage immer solche Fragen, stelle ich immer, weil ich bin so ein Anfänger, ich habe keine Ahnung, warum ich Ja, das ist gut, weil guck mal, ich hätte die Frage sonst nicht beantwortet, wenn du nicht gefragt jetzt hättest. wissen es die Leute ja jetzt. Ja, echt super. Jetzt hole ich, ach so, ja, hier ist ja mein Tuch. So, und jetzt, wie gesagt, mit einem Tuch bedecken und in 20 Minuten sehen wir uns wieder. Wenn ihr 30 Minuten Zeit habt, dann lasst es auch gerne 30 Minuten aufgehen, aber mindestens 20 Minuten solltet ihr schon einhalten. Bis gleich. So, das Ergebnis nach der zweiten Ruhzeit, also sind nochmal deutlich aufgegangen und Milchbrötchen wären ja keine Milchbrötchen, wenn wir es jetzt nicht noch mit Milch bestreichen würden. Also vor dem Backen. Und wir haben übrigens hier gar kein Ei im Rezept, das finde ich ganz cool. So eifreie Rezepte gehen ja immer. Man hat ja nicht immer Eier da. Und ich bestreiche das jetzt und dann backe ich sie.
Wir haben jetzt noch ein bisschen Milch übrig, das benutzen wir gleich, denn jetzt kommt es erstmal in den Backofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 Minuten. Und nach dem Backen, ganz, ganz wichtig, das sage ich euch jetzt schon mal, nehmen wir die Milch und bestreichen die Milchbrötchen heiß, nochmal mit Milch und dann können wir sie auskühlen lassen bzw. lauwarm essen. Also bis nachher. Meine Milchbrötchen sind gerade ganz frisch aus dem Ofen. Tut mir einen Gefallen und schaut schon bei 20 Minuten nach. Bei mir haben sie heute 23 Minuten gebraucht. Und jetzt, wie gesagt, noch ganz heiß mit der Milch bestreichen. Die Milch ist ganz einfach nur lauwarm bis kalt. Also da müsst ihr jetzt nicht besonders viel bei beachten. Und danach könnt ihr sie leicht abkühlen lassen. Ich mag die gern lauwarm oder auch kalt. Und die bleiben wirklich 2 bis 3 Tage lang richtig schön frisch und fluffig. Wichtig ist halt nur, dass ihr das Ganze luftdicht verpackt. Entweder in der Brotdose oder ihr macht es einfach, macht ihr die ganze Zeit über ein Tuch drüber. Bei mir hätte es nicht schon eine Stunde. Ich weiß. Haben sie letztens 4 oder 5 auf einmal gegessen? Nein, 4, aber klar nicht. Hallo, 4 ist aber auch schon krass. Ist in Ordnung, Kiki. Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Thema beendet. Okay. Die sind noch 190 Grad heiß, aber ich zeige euch trotzdem schon mal, wie fluffig die sind. Guckt mal, genau das meine ich, davon habe ich gesprochen. Ihr drückt und... Oh, ich muss einmal aufmachen. Oh Gott, meine Hand verbrennt gerade. Oh mein Gott. Das ist, wie meine Schwester jetzt sagen würde, sie ist im Jugendalter, Fluffigkeit des Todes. Aber auf jeden Fall sind das die fluffigsten Milchbrötchen bzw. Schokobrötchen, die ich je gegessen habe. Und ich weiß, Bäckereien sind auch toll, aber keine Bäckerei hat das bisher hinbekommen. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so leckere Schokobrötchen gegessen wie bei dir. Oder? Oder? Ich sag doch. Also ganz ehrlich, wenn meine Mutter das machen würde, würde es glaube ich noch ein bisschen besser machen. Aber bei dir ist es am leckersten. Das ist okay, das ist okay. Auf jeden Fall sind das wirklich die fluffigsten, wirklich ever einfach. Und ihr habt doch gesehen, Zutaten hat man immer da. Also alles habe ich immer da, auch die Schokodrops. Und das habt ihr bestimmt auch. Macht das nach. Macht es nach. Wir flehen euch an. Wir wollen euch ja nichts Böses. Macht es auf jeden Fall nach. Postet es mit dem Hashtag Kikis Kitchen auf Instagram, gerne auch auf Facebook. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Video ein Däumchen nach oben gibt, wenn euch das Rezept gefallen hat. Und hinterlasst auch gerne mal einen Kommentar. Was habt ihr so in der Jugend oder in der Kindheit auf dem Pausenhof gerne gegessen? Schreibt es gerne mal rein, das würde mich auch mal sehr interessieren. Bestimmt haben die immer hier diese Frischhaltefolien gehabt da. Und diese Alufolie. Ja klar, logisch. Also ich hatte immer so ein arabisches Brot gehabt und da hat meine Mutter das immer wieder so gegeben, also mit Alufolie. Mit Alufolie. Ich habe auch das Gefühl, ja, früher war man sich gar nicht so dessen bewusst. Jetzt hat man natürlich Frischhaltedosen, der Umwelt zuliebe. Bestimmt gibt es auch ein paar Leute, die so gesagt haben, ja, meine Mama hat immer den Rand abgeschnitten für mich. Bestimmt. Schreibt es auf jeden Fall mal rein. Das waren immer diese Uncoolen, die man Hamza. So Pausenhof-Stories. Schreibt es auf jeden Fall mal rein und schaut in die Infobox, da stehen alle ganz genauen Mengenangaben drin. Und ansonsten natürlich, Moment, ich bin gleich wieder da. Und das Abo nicht vergessen. Es ist komplett kostenlos. Und die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr auch kein Video mehr von uns. Eine schrieb gestern auf Instagram, weil wir hatten das auf Instagram gezeigt, die schreibt so, das hört sich an wie Abo, nicht vergessen. So Abo. Naja, egal. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Rezeptvideo. Tschüss. Fluffigkeit des Todes. Fluffigkeit des Todes.